In der Zeit vor den Menschen herrschten die Drachen über die Welt. Mit ihren Stimmen verdunkelten sie den Himmel und überfluteten die Länder. Nach den Drachen kam der Mensch und verteilte sich über die Welt. Der Mensch aber war schwach, denn er besaß die Stimme nicht. Und so herrschten die Drachen auch über ihn. Doch der junge Geist des Menschen war stark. Er fürchtete sich nicht, gegen die Drachen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien ihn mit ihren mächtigen Stimmen nieder. Der Drache Partonax aber hatte Mitleid mit dem Menschen und lehrte ihn, die Stimme zu nutzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Die Menschen besiegten Alduin, den Weltenfresser, den Führer der Drachen, und schrien ihn aus der Welt. So begann das Zeitalter der Menschen. Alduin und die Drachen gerieten in Vergessenheit, aber die Schriftrollen der Alten prophezeiten ihre Rückkehr. Die Prophezeiungen bewahrheiteten sich. Alduin kehrte zurück, um die Welt zu vernichten. Doch in der Stunde der Not offenbarte er sich. Dovahkiin, das letzte Drachenblut. Von den Graubärten auf dem Weg der Stimme unterrichtet, machte er sich auf, Alduin zu bezwingen. Er fing Alduins Diener Odahwing und machte ihn sich untertan. Mit seiner Hilfe überwand das Drachenblut die Grenzen der sterblichen Gefilde und folgte Alduin nach Sovngarde. Dort besiegte er Alduin und befreite die Welt vom Fluch des Weltenfressers. Doch Alduins Ende war erst der Anfang. Alleine säufst. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ja klar ist das wahr. Lass das. Hey, pass doch auf! Verzeih, der ist ja leer. Was ist los mit euch? Hat man euch die Süßigkeiten geklaut oder was? Süßigkeiten? Wie bezahlst du mir? Lydia, meine treue Begleiterin. Mein Tane, ich freue mich, euch gesund wiederzusehen. Manche sagen, ich sei verrückt, aber ihr müsst verrückter sein als ich. So, erzählt mir, Farkas, was ist geschehen, seit ich fort war? Letzte Woche hat uns der Jarl persönlich einen Auftrag erteilt. Er hatte von ein paar Bauern gehört, dass sich einige Abgeschworene in schwarzer Magie versuchten. Da der Jarl um die Stadt fürchtete, sollten wir uns um die Sache kümmern. Aber als wir da ankamen, fanden wir nichts außer eine Menge Blut. Das klingt beunruhigend. Was wisst ihr sonst noch?
Nichts. Nur, dass sich die Abgeschworenen nicht mehr gerührt haben seit geraumer Zeit. Den Vorfall letzte Woche ausgenommen. Ob sie eine neue schreckliche Tat planen und sich im Moment nur sammeln? Mag sein. Ich kann sie zum Teil sogar verstehen. Wie würde es uns gehen, wenn man uns unsere Heimat nehmen würde? Aber sie gehen längst darüber hinaus. Ihre Gräueltaten betreffen unschuldige Menschen. Und sie stehen in keinem Verhältnis zu dem, was Ulfric Sturmmantel ihnen angetan hat. Wenn es nach mir ginge, sollte man sie alle einsperren und in den Verliesen von Markert verrotten lassen. Die Abgeschworenen sind ein Problem, um das wir uns später immer noch kümmern können. Jetzt sollten wir erst einmal feiern, dass die Gefahr durch die Drachen gebannt ist. Auf uns! Auf uns! Ich bin froh, wieder hier zu sein. Von allen Städten in Himmelsrand, die ich durchquert habe, fühle ich mich in Weißlauf doch am meisten zu Hause. Das liegt nicht zuletzt an euch, meine Freunde. In Weißlauf hat sich viel verändert. Nachdem der Angriff der Sturmmäntel auf die Stadt zurückgeschlagen war, hat sich der Jarl mit dem Kommandanten der Kaiserlichen getroffen. Ich befürchte, dass er vorhat, sich fest auf ihre Seite zu schlagen. Der Kampf gegen die Drachen mag vorbei sein, Drachenblut. Aber das Ende des Krieges ist noch nicht absehbar. Ich habe erst einmal genug vom Krieg. Meine Aufgabe war es, Alduin zu besiegen. Und das habe ich getan. Aber Himmelsrand gehört in Nord! Wir dürfen diese Ungerechtigkeit nicht akzeptieren. Schon gar nicht, dass ein Nord wie unser Jarl die kaiserlichen Ausbeuter unterstützt. Auf euch würde der Jarl hören. Drachenblut, der Jarl erwartet euch nun. Ich danke euch. Sagt dem Jarl, dass wir kommen. Ich sehe zu, was ich tun kann. Ich denke auch nicht, dass der Jarl die Stadt und seinen Glauben so einfach preisgeben wird. Und nun kommt, lassen wir ihn nicht länger warten. Bei Iskramor, was hat das zu bedeuten? Drachenblut! Drachenblut! Ein Drache ist auf dem Weg hierher! Er hat bereits die Felder der Stadt verbrannt. Ihr müsst von hier verschwinden. Dovahkiin, los mit! Dova, was los hinten? Raus hier! Gegen einen Drachen können wir hier nichts ausrichten! Wo ist er? Odahviing? Was hat das hier zu bedeuten? Ich dachte, Odahviing sei ich zu ewiger Treue verpflichtet. Das ist er eigentlich auch. Ich dachte, die Gefahr der Drachen sei gebannt. Mein Herz wird schwer, wenn ich sehe, dass der, dem ich vertraute, sich gegen mich wendet. Habt ihr denn nicht die Wunde an seiner Brust bemerkt? Irgendwo habe ich so eine schon mal gesehen. Aber ja, das war genau wie bei den Leichen in der Höhle der Abgeschworenen. Eine riesige klaffende Wunde direkt über dem Herzen. Ob das was mit diesen schwarzmagischen Ritualen zu tun hat? Ich muss herausfinden, was es damit auf sich hat. Ihr müsst mich nicht begleiten. Ich möchte nicht, dass ihr euer Leben noch einmal für mich aufs Spiel setzt. Ich werde euch folgen, wohin der Weg auch führen mag.
Ich denke, ihr könnt einen verrückten Hund wie mich gebrauchen. Auch ich, mein Tane, habe nicht die Absicht, euch zu verlassen. Ich konnte euch schon im Kampf gegen Alduin nicht beistehen. Und diese Schuld will ich nun begleichen.